Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Sendung. Wir sind gerade auf Geschäftsreise, aber wir wollten mal die Zeit jetzt nutzen, trotzdem euch mal was zu berichten. Meine Idee wäre gewesen, dass ich mal Herr Baranowski und dann mich selbst frage, wie wir überhaupt mit der Trompete in Berührung gekommen sind. Erstmal frage ich mal, wann hast du angefangen, Trompete zu spielen und warum? Ich habe angefangen, Trompete zu spielen in der 4. Klasse Grundschule, 5. Klasse Grundschule. Und warum? Weil ich Klavier schon 6 Jahre gespielt habe und die Lehrerin sagte, das wird nichts, er übt nicht. Es ist öfter so, wenn Kinder anfangen, Trompete zu spielen, sie sehen nur die 3 Tasten und denken 3 Töne, dann lerne ich das schnell und brauche ich nicht so viel Zeit zum Üben verbraten. Na gut, und wie ging es weiter? Und weiter war wunderschön. Habe ich meine Musikgrundschule mit Trompete gemacht, dann habe ich Musikgymnasium Trompete gemacht und dann habe ich Abi gemacht Trompete und dann Hochschule. Das war's. Und ich habe immer geübt. Stundenlang. Sehr interessant, aber wie ich das weiß, dann irgendwann mal die Karriere ging Richtung Gesang. Mit was hat das dann zu tun gehabt? Mit finanzieller Freiheit. Es wurden nur 3 Stellen in der Philharmonie in Bydgoszcz, also in Bromberg gewesen und 4 Stellen in dem Opernhaus. Und ich dachte, wenn überhaupt was frei wird und wenn ich das überhaupt schaffe, dann werde ich schon alt und ich werde kein Geld haben. Und Sänger braucht man immer. Ja, du warst auch ein erfolgreicher Sänger, aber seit kurzem unterrichtest du in einem Gymnasium und dann wieder etwas mehr mit der Trompete zu tun. Ja. Wie sieht das denn dort aus? Was musst du trompeterisch im Gymnasium? Ich habe die Bläserklassen, ich habe Orchester und vor allem alte Liebe rostet nicht. Und da die finanzielle Freiheit wieder da ist, dann habe ich gesagt, dann kann ich wieder machen das, was ich gerne mag. Prima, das hört sich sehr gut an. Ist die Wahrheit? Nein, Wahrheit brauchen wir nicht. Unsere Zuschauer sollen denken, dass alles so glücklich und schön ist. Gut, was wollte ich noch fragen, was interessant wäre? Wir können mal ein paar Wörter über dein Equipment, oder wie das immer heißt, verlieren. Was für Trompeten spielst du und wie oft? Also ich spiele so vor allem Makita-Trompeten, Trompeten. Ja, Taylor, Teil und leider für Monate kann ich mir nur die Mundstücke leisten. Ich bin nicht so erfolgreiche Trompete wie du, deswegen man muss auch nicht die Pellen von den Schweinen schmeißen. Prima, dann erzähle ich mal, bevor ich noch keine neuen Fragen im Kopf habe, über mich etwas. Also, ich habe mit 9 angefangen, Trompete zu spielen. Nicht aus freiwilliger Basis oder wie das immer heißt. Ich musste ein Instrument wählen, weil ich in der Grundschule, ich war in einer Grundschule mit Musikfach und nach der 4. Klasse mussten wir ein Instrument wählen, alle. Und dann ging ich zur Musikschule mit meiner Mutter. Ich wollte erstmal unbedingt Klarinette spielen. Das hat nie geklappt. Jetzt bin ich darüber auch sehr glücklich. Ich wollte Klarinette spielen, weil mein Cousin auch Klarinette gespielt hat. Na gut, der Lehrer meinte, ich hätte zu breiter Mund und zu dicker Mund dafür. Dann gingen wir zum Posaunen- und Tuba-Lehrer. Er war zu unsympathisch. Er war so groß, dick und laut, mochte ich nicht. Gingen wir weiter und das war dann nein, leider keine Frau, aber ein Trompetenlehrer, ein junger Trompetenlehrer, ein gut aussehender Trompetenlehrer. Gerade habe ich einen Anruf bekommen, deswegen muss ich jetzt wiederholen. Also, der Trompetenlehrer war ein hübscher Mann, junger Mann und meine Mutter fand ihn sehr sympathisch, deswegen habe ich angefangen mit Trompete zu spielen. Am Anfang hat es riesigen Spaß gemacht, wie das immer ist, aber nach einer gewissen Zeit, wo man anfangen sollte zu üben, habe ich keine Lust mehr gehabt. Dann statt Trompetenunterricht ging ich lieber Fußball spielen.
Das ging auch 2-3 Monate gut, bis mein Trompetenlehrer bei uns zu Hause angerufen hat, wo ich bliebe. Dann gab es riesen Stress und seit der Zeitpunkt hat meine Mutter mich 3 Jahre lang zu jedem Unterrichtsstunde mich begleitet. Wie schön. Ja, konnte ich. Bedankt ist bei deiner Mutter. Ja, wäre ich eigentlich Fußballspieler gewesen, dann hätte ich jetzt etwas mehr finanzielle Freiheit. Na gut, so war das. Und bei uns war das beide wahrscheinlich auch ähnlich so. Wir mussten damals richtig üben, nicht so wie heutzutage. Wenn wir unsere Sachen nicht geübt haben, dann musste ich in der Musikschule bleiben, im Keller so lange üben, bis ich das Stück konnte. Und wenn ich das wieder vorgetragen habe, dann durfte ich nach Hause. War das bei dir auch ähnlich? Ähnlich war das Unterricht war im Keller, die Trompeten, das hat immer so gestunken, weil wir haben immer so laut, dass ich fühlte mich ein bisschen gemobbt, aber wir waren nicht angeschlossen. Aber wir müssen im Musikgymnasium haben wir von 7 wirklich bis so 10 vor 8 haben wir lange Töne immer gespielt und dann um 8 ging es los mit normalem Unterricht und Nachmittag war Musikunterricht in dem Gymnasium. War das bei dir auch so im Gymnasium oder hast du immer Parallelschulen gemacht? Im Gymnasium, ich war dann also in Ungarn gibt es 8 Jahre Grundschule und 4 Jahre Gymnasium und dann musste ich für das Musikgymnasium auch Aufnahmeprüfung machen und das war erfolgreich und dann 4 Jahre Musikgymnasium das hieß dann, ich war immer 7 Uhr schon in der Schule, von 7 bis 8 habe ich geübt, dann haben wir die ganz normalen Fächer und Musikfächer gehabt bis, weiß nicht, 2-3 Uhr und dann ab 3 bis 19 Uhr habe ich wieder geübt und dann ging ich nach Hause und dann meine Sachen für die Schule dann fertig gemacht. Gut, wo waren wir jetzt eigentlich? Das ist Im Keller, du warst im Keller. Ja, Keller. Und weil ich damals in der Musikschule nicht im Keller üben wollte, musste ich zu Hause mich richtig vorbereiten, dass das so nicht kommt. Aber warum ich die Trompete gewählt habe, stellt sich die Frage. Weil in unserer Stadt gab es ein großes Blasorchester. Und die haben immer Uniformen angehabt und dann bei großen Feiern sind sie durch die Stadt marschiert und ich fand das so toll. Ich wollte unbedingt dort spielen. Das war mein Traum. Erstmal mit Klarinette, was Gott sei Dank nicht geklappt hat. Und dann mit der Trompete. Und dann in der Musikschule gab es schon ein kleines Blasorchester. Und irgendwann mal habe ich wie alt war ich, so 13, 14 auch geschafft in das große Orchester. Und das hat riesen Spaß gemacht. Muss ich dazu sagen, dass in Ungarn, ich weiß nicht, wie das bei euch war, also Trompetenunterricht gab es 2-mal 30 Minuten in der Woche. Zweimal, nicht nur einmal wie in Deutschland, sondern 2-mal 30 Minuten. Und Blasorchester gab es 2-mal 2,5 Stunden in der Woche. Bedeutet, wir waren immer fit und wir mussten viel üben und dann, das ist viel anders als in Deutschland. Wie war das bei euch? Ja, bei uns gab es nicht so viele Blasorchester. Ich habe eine gespielt, das war einmal 3 Stunden in der Woche, aber Unterricht war 2-mal 45 Minuten. Aber Blasorchester war nicht so populär bei uns, so wie in Ungarn wahrscheinlich. Schön. Na gut, dann sag ich mal weiter. Dann habe ich Musikgymnasium fertig gemacht, dann habe ich Aufnahmeprüfung gemacht, mehrere Hochschulen und dann habe ich in der Franz Liszt Musikakademie einen Studienplatz bekommen. Das war Nonplusultra in Ungarn, es ist immer noch so, war auch sehr glücklich drüber. Ich habe dort als Studienkollegen zum Beispiel Levente Bacco, mit dem ich meine ganze Grundschulzeit, Musikgymnasiumzeit und Musikakademiezeit zusammen bestritten habe. Ich war auch in der Erstbesetzung bei seinem Ewald Brass Quintett, aber das habe ich immer verlassen, weil unsere Wege waren doch unterschiedlich. Aber was wollte ich jetzt nochmal damit sagen? Genau, Studienkollegen waren noch Balázs Nemes, der Solo-Trompeter von der
Frankfurt der RSO oder der Gabor Bolducki. Der Gabor Bolducki auch. Das sollte ein Name, ein bekannter Name für euch sein. Der war auch mein Studienkollege. Deswegen sage ich immer, aus allem ist etwas geworden, nur aus mir nicht. Na gut, das ist so. Gut, nach ein Jahr Studium habe ich eine Möglichkeit gehabt, in Deutschland in einem Chororchester zu spielen. Dann habe ich das natürlich zugesagt, wegen der finanziellen Freiheit. Das war gutes, genau, das war gutes Geld. Auf Norderney habe ich 2 Saisons gespielt, so 2x3 Monate. Dann war ich ein Jahr in Bad Sassendorf in einem Chororchester. Dann von da wurde ich rausgeworfen. Ja, ich war zu gut natürlich, deswegen, nein, das Orchester wurde verkleinert und danach wollte ich natürlich weiter studieren, aber ich wollte nicht mehr nach Ungarn zurück und dann habe ich einen Studienplatz in Köln bekommen. Dafür bin ich bis heute sehr dankbar, weil Kölner Zeit war eine tolle Zeit. Ich habe den besten Lehrer der Welt, Matthias Kiefer, gehabt. Er war damals Solo-Trompeter von Gürzenich Orchester und er ist immer noch Trompeter bei Gürzenich Orchester, Kölner Philharmonie. Der beste Lehrer, was es überhaupt gibt. Er hat mir gezeigt, wie man artikuliert in Orchester, wie man in Orchester spielt und das bin ich immer noch, davon lebe ich immer noch, von diesem ganzen Wissen. Und dann 2001 habe ich meine Stelle bekommen in Bremerhaven und seitdem bin ich hier, seitdem keine Probespieler mehr gemacht, weil es mir hier gut gefällt. In Bremerhaven ist es schön, das Meer, die Menschen, das Orchester ist nicht so klein, aber wir spielen trotzdem interessante Sachen. Deswegen bin ich hier sehr zufrieden. Wie ist das bei dir jetzt? Ich bin auch sehr zufrieden jetzt. Prima. Ich meinte das natürlich anders, wie das jetzt mit deiner Lehrerkarriere das aussieht. Vermisst du die Bühne oder wie ist das einfach? Naja, jeder hat eine kleine Bühne im Leben. Die Bühne vom Theater ist weg, das ist nicht so schlimm. Aber ich habe immer in der Schule so viel, ich sage nicht Zuschauer, das kommt ein bisschen schlecht ankommen. Aber nein, ich vermisse das nicht, weil ich dich habe und wir spielen immer zusammen. Und das ist das Wichtigste, die Musik, ja, nicht die Bühne. Genau, Herr Baranowski schleppe ich überall mit, weil Schleppen klingt aber nicht so besonders. Prima, trotzdem, weil er sehr zuverlässig ist und macht alles, wie das sein soll, wie ich ihm das sage vor allem. Genau, also wir kommen sehr gut miteinander klar. Wir kennen uns seit 10 Jahren, glaube ich, oder noch länger. Seit 16. Wann kamst du denn nach Bremerhaven nochmal? 2004. Seit 16 Jahren kennen wir uns und schon ganz viele verschiedene Abenteuer gemeinsam bestritten. Gut, das ist jetzt ein Labervideo, aber wollte ich noch eins dazufügen. Das werdet ihr nie von uns erleben, dass wir irgendwelche Split-Screen-Videos posten, weil ich das total bescheuert finde. Das werdet ihr auch nicht erleben, dass ich in kariertes Hemdchen irgendwelche mit super Hintergrund und weiß nicht, eigentlich das Studio schlaue Sachen sage, weil bei unseren Videos werden nur Sachen besprochen, was wir schon erlebt haben oder welche Erfahrungen wir gemacht haben mit der Trompete. Wir wollen dass es einfach bewusst wird, wie man Trompete spielt. Dass ihr nicht nur die Knöpfe drückt, nicht nur die Luft irgendwie reinspielt, sondern dass alles bewusst wird. Alles live. Und alles immer live, ohne Proben, ohne Besprechen. Ja, ist alles immer live. Es sollte, sag ich mal, eine lockere Atmosphäre entstehen, aber trotzdem das Wissen, was wir weitergeben, das ist schon fundiert, muss ich schon sagen. Weil das zeigen auch die Ergebnisse. Was ihr... Einer wird wieder Genau.
Okay, dann es reicht, glaube ich, für heute. Wir müssen, wie gesagt, wir sind auf Geschäftsreise gerade und demnächst wieder mit Instrument. Tschüss. Tschüss.